Golfzone, einfach nur Golfzone. Wir sind nämlich hier bei der Funzone in Mönchengladbach. Wir sind gerade... Präzisionsshot, Präzisionsshot. Wie schlecht kann man das vorlesen? Ja. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin, einem neuen kleinen Mini-Vlog unsererseits. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir mit euch zusammen Minigolf spielen gehen. Wir sind dafür in der Minigolfzone. Wie nennen Sie das denn jetzt dafür? Golfzone, einfach nur Golfzone. Wir sind nämlich hier bei der Funzone in Mönchengladbach. Hier waren wir, glaube ich, das war 1-2 Wochen, nachdem die eröffnet haben, schon mal vor einiger Zeit. Es war so semi, haben wir kein Video zu gemacht. Jetzt nehmen wir die Kamera mal mit, gucken uns das an und gerade aufgemacht. Vielleicht hat sich ja was getan. Wir nehmen euch mit. Gleich kommen noch zwei Mitstreiter. Es gibt auch noch die Axe Zone und die Bash Zone. Und also Axe werfen haben wir euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Da waren wir aber im Alma Park mitten im Ruhrgebiet. Könnt ihr hier euch noch mal angucken. Das ist wirklich, ich habe erst gedacht, sowas macht man nicht, sowas ist doof, sowas macht keinen Spaß. Das macht mega Spaß. Aber wir haben auch Spaten geschmissen und sowas irgendwann. Und damit meine ich nicht Leute, die komische Kommentare schreiben. Genug der flachen Witze. Wir gucken jetzt mal, wie es drin aussieht. Und wir sind hier in Mönchengladbach im Königskarree. Oh nein, ich steck fest. Looping, Lukas, direkt erster Schlag, erste Bahn, Looping. Willst du woanders hingehen? Bitte. Ja. Wie so ein Bösewicht lacht er. Und. Da ist er wieder. Das ist drauf toll. Jetzt. Ja. So, wir sind drin und es sieht schon mal besser aus als da, wo das hier noch im Rohbau für Anführungsstrichen war. Wir haben gestartet mit dem ersten Raum. Es gibt Spektralbrillen und alles ist mit Schwarzlicht beleuchtet, weil die Bahnen quasi in der Luft schweben und das Ganze viel schwieriger dadurch wird. Einen Turtles-Raum hatten wir als erstes mit 2 Bahnen, ein mannshoher Looping für Looping logisch. Das war natürlich direkt der Anfang. Und jetzt sind wir im Star Wars-Raum mit 2 weiteren Bahnen. Und hier gibt es sogar Projektionen an den Wänden, die sich bewegen hinter mir. Und es macht es mit der Brille schwieriger, aber es ist halt auch schon crazy. Vor allem, wenn ich jetzt da hingucke, das sieht man jetzt mit der Kamera eh nicht, die Bahn ist in der Luft, das ist halt schon crazy. Mal gucken, was für Lizenzen uns noch erwarten, die, weiß ich nicht, da reden wir gleich draußen drüber, wie autorisiert die wirken. Das war jetzt gerade nebenan, oder da, das weiß ich nicht, aber diese Blechbahnen Indoor, das ist sehr laut. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Nein, ich finde es sehr unangenehm. Sei so stark wie Batman. Ja. Oh. Das schneiden wir. Das schneiden wir. Schicken wir es sogar, ich schneide dir das vor.
Eine Speerspitze. Hoi, Heureka! Was? Das war's jetzt. Das zählt jetzt nicht. Das sehe ich nicht. Ja, ich hab noch den. Der ist voll. Der ist echt. Wir sind gerade bei den Dinosauriern. Auch wieder 2 Bahnen. Auch mal. Es wird das Spielgerät manipuliert. Und davor. Achso, der war noch nicht fertig. Entschuldigung. No, noch gar nicht fertig. Noch nicht fertig. Davor waren wir bei den Superhelden. Und natürlich sind bei den Superhelden Spider-Man und Batman zusammen in einem Raum. Batman hat aber ein anderes Emblem auf der Brust. Dinosaurier generisch. Und jetzt müssen wir über eine Rampe da hinten in den Teller rein, ins Tablett. Schauen wir mal. Jetzt, wenn das jetzt noch gerade hier wäre, dann wird er klappen. Long waited. Voll spannend. Robert sich stimuliert. Kriegt jetzt seit 10 Minuten keine Luft mehr. Hallo, schön gesagt. Ursula, willst du mir das mitgeben? Ja. Das zählt jetzt nicht. Das sehe ich nicht. Über 7 Brücken musst du gehen. Hey, Schirmen. Das ist ärgerlich. Nicht nur Videos. Ja. Das ist wirklich super bitter. Das ist wirklich bitter. Sind da noch Wiggles drin? Ja, kann man nicht mehr Hämmer ausführen. Ja, aber. Ist gerade vom Optimus gefressen. Nein. Ah, das war nicht das Plan. Das sieht aber bei der anderen Hä? Nein, Bro hatte den nie auf der Bahn. Nee, Bro hat ihn aus seiner Hosentasche dahin gespielt. Hans Klock. Wo? Ach, da. Ach, das Na. Ah, das ist ein schönes Ding. Da ist es. Da ist es. Oh, nein. Supercard. Falsch, es ist Mario. Anderer Verlag hier, ne? Das aber auch davon ist eine Banane. Lego? Das heißt doch nicht Lego. Doch, die Bahn heißt Lego. Ich bin eine 3. Mein Teppich, das ist extra die Teppich sehe ich jetzt auch als Spiel. Way. Way to play. Das war zu einfach, ne? Wurde das Hindernis nicht überspielt? Nein. Ist ja echt so. Das ist für abschüssig. Das war die erste Bahn. Das ist doch da. Spielst du denn auf der Spree gerade? On the screen.
So, ich sitze jetzt hier in Evergreen Terrace auf der Couch von den Simpsons und wir sind jetzt im normalen Bereich, also normal, weil es ist bei Minigolf schon normal, aber keine Spektralbrillen mehr, kein Schwarzlicht mehr. Wir hatten noch gerade Findet Nemo als Thema und ab Bahn 12 ist man hier draußen und man darf die Bahnen nicht betreten, bis man hier rauskommt. Hier draußen muss man die sogar betreten, sonst kommt man gar nicht voran. Drin darf man die Bahn nicht betreten. Das haben scheinbar trotzdem einige gemacht, weil hier und da ist das Ganze doch schon sehr schief und der Ball rollt immer in die gleiche Ecke. Ja, hier draußen auch wieder verschiedenste Themen aufgegriffen. Von Super Mario Kart über Lego und die Simpsons bis hin zu Monopoly. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, Barbie kommt auch noch und auch Toy Story und eins habe ich vergessen, da ist noch ein Raum, der hat auch noch einen coolen Effekt und das ist nochmal, vor allem jetzt bei den Simpsons, ganz anders zu spielende Bahn, wie man sie sonst eigentlich nicht spielt. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, wie das mit den Lizenzen ist, weil das Lego-Logo ist nachgebaut, aber es steht Play. Und die Bahnen heißen auch ähnlich, die Super Mario Kart Bahn heißt Mario, aber auch nicht Kart oder Super Mario. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert oder ob man das einfach macht, solange es gut geht. Vor allem Barbie hat auch ein anderes Logo und ist nicht Barbie. So, ich glaube, ich bin dran. Ja. Ich bin dran und muss ins Gefängnis. Das ist wie als wir hier Disney Monopoly gespielt haben, war ich auch nur hier die ganze Zeit. Was habe ich jetzt hier zu tun? Bei los geht's los. Ich muss dahin. Ja, da ist doof. Also das geht, aber da muss man versuchen, hier rauszukommen. Das ist doof. Okay. Präzisionsshot, Präzisionsshot. Aber die anderen sahen nicht so gut aus, die ich gespielt habe. Ja, aus dem Gefängnis raus. Das sieht ein bisschen aus wie Christian. Sieht ein bisschen aus wie Christian Fahler gerade in irgendeiner Nummer. Hey. Das war mit Anzug geschrieben. Uni, komm. Ah. Die Flagge hat es aber unlustig. Willkommen auf der MS Titanic. Drehen Sie bitte ein. Ach nee. Das bitte. Ich hasse sowas. Ich kotze doch gleich. Ich kotze doch gleich. So. Da kannst du. Das verstehe ich mein Kopf nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich denke mal schon, warum bleibt der da liegen, ne? Nein! Nein! Ja. Kapitän Hansen. Hey. Das ist Weil ich da nicht nachdenken muss, das kann ich. Bitter. Bitter. Sozusagen bitter. Also. Bitter. Gleich um, ey. Das jetzt noch. Das war ein 3D mit der Spektralbrille, wäre toll. Du kannst ja auch runter. Du kannst dich auch hinsetzen und runter. Ich war voll das besoffen. Der ein oder andere Junggesellenabschied-Situation geendet. Da ist er drin. Bringt das jetzt? Darf ich gerade rüber? Wäre okay, oder? Ja, klar. Schöne Socken hat er an, finde ich. Moritz. Nee. Viel zu den Socken. Was machen Sachen? Ich mache jetzt hier Special Minigolf. Sogar ein Pfeil, wo das am besten ist. Toy Story raus, denn? 1996. Teil 2. Das weiß ich nicht. Wie viele Teile gibt's denn? Wie heißt die Achterbahn, die passende? Stinky Dog. Der kommt da jetzt leider nur nicht raus. Ja, weil man das sonst immer verpasst hat, ist jetzt hier eine Kordel. Pass auf. Nee. Ey, der Hammer. Und das hast du gut gemacht, ne? Ja.
Wenn er bleibt, plus ein Punkt. Also Minus. Minus. Auf Platz Nummer... Fang an mit Erstgewinner oben. Auf Platz Nummer 4 oben ist... Bro mit 43 Punkten, Carenta y Tres. 43? Auf Platz Nummer 3 oben ist Uschi mit 41 Punkten. Auf Platz Nummer 2 oben ist Moritz mit 37 Punkten. Und auf Platz Nummer 1 oben ist Lukas mit 32 Punkten. Ein über Paar. Hey. Ja, Mann. Unten hingegen ist die Situation völlig anders. Dort ist Bro. Ich geht da mit 67 Punkten vor Uschi mit 66 Punkten, vor Moritz mit 65 Punkten und oben auf Platz 1 ist Lukas. Sorry, ich habe völlig... Das ist die Gesamtzahl. Ja, das schneiden wir wieder. Vor Lukas mit 62 Punkten. 51 wäre Paar gewesen. Unten ist natürlich völlig uninteressant, was wir da hatten. Ja, richtig. Wie schlecht kann man das vorlesen? Ja. Wirklich eine schlechte Performance. Herzlichen Glückwunsch, Lukas! Dankeschön. Ja, war auf jeden Fall besser als letzte Mal. Und ja gut, ein paar waren ein bisschen schief. Die am Ende sind ganz cool, musste dich ein bisschen reinfuchsen. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit den Lizenzen funktioniert. Vielleicht ist das geklärt, vielleicht nicht. Dann toi, toi, toi. Aber man wirbt ja auch offen damit im Internet. Also das muss gar nichts. Aber kann man auf jeden Fall machen. Axtwerfen ist ja auch noch hier und Escape Room gibt es hier. Und feiern kann man ja auch. Gibt ja noch die Bash Zone. Genau, Kindergeburtstag. Aber du kannst, glaube ich, auch alles, wenn du möchtest, kannst du da wahrscheinlich alles feiern. Ja, von daher eigentlich ganz cool. Also nicht so schlecht wie beim ersten Mal. Gut, dass wir es beim ersten Mal nicht getestet haben oder ein Video gemacht haben, sondern jetzt erst hat sich auf jeden Fall gebessert. 12,50 €? Genau, was kostet der Spaß eigentlich? Für Erwachsene 14,90 €. 14,90 €? Letztes Mal auch schon gesagt, ja. 14,90 € für Erwachsene. Das wollen wir noch sagen, dass er das kostet, ne? Dass wir das doch bezahlt haben. Ja gut, aber haben wir gemacht, haben wir Spaß gehabt, kann man sich gut unterhalten. Also nicht reden, weil das kann auch sehr laut werden. Wir hatten jetzt Glück. Letztes Mal war hier Kindergeburtstage, das war unerträglich. Muss man, glaube ich, auch wie wir jetzt unter der Woche, wenn man nicht schreien möchte. Ansonsten viel Spaß hier.